Moin, es ist November, ziemlich neblig hier. Ja, die Fahrradsaison ist offensichtlich vorbei. Da möchte man sich doch am liebsten wegschnipsen, oder? Und schon sind wir auf Gran Canaria, hier im Airbnb mit einem super Pool. Ja, wir sind heute Morgen mit dem Auto bis nach Frankfurt gefahren zum Flughafen. Da dann ja, in den Flieger und jetzt gerade mit dem Taxi bis hier nach Arucas. Und das ist dann jetzt unsere Base für die nächste Woche. Und 25 Grad, die Sonne scheint. Ich muss mir jetzt erstmal die Jacke ausziehen. Ne? Und wir packen jetzt kurz ein paar Sachen aus und dann machen wir uns auf den Weg zur Fahrradvermietstation in Las Palmas. Und dann sehen wir uns gleich. Ja, jetzt sind wir hier vom Free Motion Radladen und holen jetzt mal unsere Räder ab. Free Motion hat diese Filiale in Las Palmas und 5 weitere im Süden der Insel. Und in allen kann man Räder mieten. Wir hatten uns Specialized Rennräder gemietet und konnten all unsere Sachen daran montieren. Wir haben den wuseligen Weg aus Las Palmas mit den Rädern rausgeschafft, sind jetzt wieder im Apartment. Ich habe ein bisschen die Räder dann nochmal aufgebaut mit Taschen. Hier die Food Pouch für die GoPro. Hier halt hauptsächlich Werkzeug drin. Ich hatte übrigens schon den ersten Platten auf der Tour heute Morgen, gerade mal 20 Kilometer gefahren. Da war irgendwie so ein komisches Plastikteil mit so einem Metallstachel dran. Jo. Und dann, ja, so sieht das bei mir aus. Anne chillt da ein bisschen. Anna hat genau die gleiche Food Pouch und sie hat hier diese Rahmentasche. Ja, das ist das Specialized Roubaix, das sind unsere Mieträder für jetzt und ja, absolut schöne Räder. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Meinst du, die haben sich die Räder selber ausgesucht, die zwei? Ja. Ja, ne? Das hat nicht Specialized gegeben. Ey, wenn Specialized entscheidet man, die sagen, fahr das Crux oder das Diverge. Die fahren doch nicht, fahr das Roubaix, was Alter, das absolut hässlichste Fahrrad. Hast du das Rad von Osten gesehen? Ja klar, ich hasse dieses Rad schon immer. Das sah aus wie ein Kinderrad mit einer überlangen Sattelstütze. Das war unglaublich hässlich. Und damit willst du doch keine Werbung machen. Dann diesen 14 cm SL7 Vorbau da oben drauf. Und da drunter 10 cm, bis der Rahmen anfängt. Ey, tickt dir noch richtig? Gut, danke Besenwagen. Ja, dann sage ich für heute ciao. Wir sehen uns morgen zur ersten Tour. Wir starten jetzt aus dem Norden von Gran Canaria in Richtung Berge. Also man kann Gran Canaria ja so beschreiben, dass es 14 Klimazonen hat. Die Südhälfte ist eher trocken mit wüstenartigen Landschaften und der Norden ist grüner. Da gibt es auch mal ein bisschen mehr Niederschläge, meist aber in Form von Nebel. Da sind wir und wir haben den Norden auch ausgewählt, weil es da mehr Straßenmöglichkeiten in Richtung Berge gibt. Im Süden gibt es meiner Meinung nach nur 2, die wirklich nach oben führen. Alles andere sind Sackgassen. Jo. Ja, wir sind genau in Arucas. Ich hatte erst gedacht, Las Palmas als Base zu nehmen. Aber da haben wir gestern gemerkt, das war wirklich gut, dass wir das nicht getan haben. Denn bis man da mal raus ist, da ist so viel Verkehr. Auch einige Höhenmeter und das ist ja, also da brauchst du halt eine Stunde, um schon rauszukommen. Sind wir froh, dass wir ein bisschen abseits vom Verkehr sind. Und ja, jetzt starten wir heute zum Roque Bentayga, haben einen schönen Coffee Stop. Ja, und im Grundsatz, ich habe das hier alles selbst geplant. Ich weiß gar nicht, wie es wird, ob es schön wird. Und das sehen wir jetzt. Der Hauptanstieg war ca. 23 Kilometer lang und führte 1200 Meter rauf. Ja, wir sind gegen 7:15 Uhr gestartet. Ersten Meter noch ein bisschen Verkehr gehabt, jetzt wird es schon merklich ruhiger. Ne? Ja, ist wohl ein bisschen steil, ne? Non-stop-Style. Steil. Ja, der Asphalt ist hier öfter mal ein bisschen schlecht, so wie hier. Und jetzt haben wir ein Rennrad. Also Anna hat das erste Mal ein Rennrad. Ich habe ja schon eins. Ganz dünne, schmale Reifen. Ja, aber geht. 30 mm breit sind die. Hier ist auch irgendwie gerade ganz mild. Eine warme Brise. Das ist jetzt eine der 14 Klimazonen.
Ui, es wird auf einmal kühler. Nächste Klimazone. Anne, hast du dein Jäckchen dabei? Ja. Schichten, gut. Richtig cool. Die Sonne. Ja, nach 14 Kilometern haben wir ganz super rolligen Asphalt. Hallo. Hallo. 15 Kilometer. Wo ist der Spar? Kommt gleich, 1 Kilometer noch. Was willst du denn? Mein Heartbeat ist bei 165. Aha, ja. Irgendwas. Beats like a drum. Sugar. Need some sugar. In Valle Seco kommt der Spar. Stimmt, der Spar macht um 8:30 Uhr auf, es ist 8:28 Uhr. Die 2 Minuten können wir hier an der Bank warten, oder? Jo. Das kleine Frühstück. Das nehme ich dir mal ab. Ich war ein bisschen raffgierig. Okay. Aber guck mal. Hier Ja. gibt es sogar die ohne. Ach so, die Zero. Ja. Okay. Ja, aber das macht ja beim Geil. Fahrradfahren Sinn. Das hat der Sebastian von Wiener Verkehr auch gesagt. Ne? Ja, aber du kannst einfach nicht Hier anders. ist ja sogar. Ja, also brauchst dir um uns keine Sorgen machen. Prost. Ich habe übrigens diesmal eine GoPro, eine zweite, am Lenker für die Abfahrten, weil Abfahrten filmen, habe ich gemerkt, beim Alpencross schon gefährlich. Dann muss ich man kann halt öfter nicht filmen. Und weiter geht's. Ja. Wo lang? Rechts. So, wir sind schon so viel gefahren, wir sind schon auf Lanzarote. Wir stehen da oben. Die Ziegen. Hi. Ja, die waren ganz zahm, die haben gar nicht gebellt. Aber ich dachte, da stehen Hunde. Mittlerweile sind wir schon auf einer Höhe von 1052 Metern. Gestartet sind wir, ich glaube, unsere Base liegt auf 380 Meter. Ja. Wir kommen höher, wir klimmen die Insel. Noch knapp 9 Kilometer und 500 Höhenmeter. Wunderbar ruhig. Wir haben noch keinen einzigen Radfahrer gesehen, weder uns überholend noch von oben runter kommt. Weiß ich, ist eigentlich ganz schön hier. Sind wir die Einzigen, die hier fahren? Wir müssen hier links rein. Ja. Was? Ja, keine Ahnung, was das heißt. Müssen wir erst mal gucken. Das ist die Strecke von unserem Apartment bis zu dieser Straßensperrung. Ja, der nette Spanier da, mit dem haben wir uns gerade verständigt. Und dann hat gesagt, dass wir zum Roque Bentayga wollen. Kurz überlegt, ja, hierher, einfach ja, rechts her und nicht da durch dieses Tor. Ja, und jetzt hoffen wir, dass das auch klappt. Mal gucken, wie da die Strecke und Höhenmeter sind. Also ich habe das gerade mal auf Komoot gecheckt. Ist schon ein bisschen Umweg. Ja, 5 bis 10 Kilometer. Aber wir machen das. Wir sind noch früh. Wir haben viel wie heißt das? Viel Versorgungsmaterial. Versorgungsmaterial. Ja, Nervennahrung, so nennt sich das. ja, alles klar, weiter einklicken. Meine Ehefrau sagte gerade, wir hätten schon 1009 Höhenmeter erklommen. Ich glaube, wahrscheinlich ist das jetzt sogar hier, weil das eigentlich streckenmäßig keinen Sinn macht, weil so wie so ein U geformt ist. Ist das wahrscheinlich besonders schön und ruhig, weil man hier sinnvollerweise nicht herfährt.
Enjoy. Yeah, you too. Ja, das waren jetzt die ersten Radfahrer, die wir heute gesehen haben. Geringfügig schneller als wir. Was eine Aussicht, ey. Cool. Urwald von Dorma ist bekannt. Aha. Wir können ja mal hier draufhalten. Wer das lesen möchte, macht die Stopptaste jetzt. Sind wir Frontleiter? Ja, Wahnsinn. Hier ist auch so ein Krater, ne? So einmal so, ups, da so rum. So meine ich. Richtig cool, ne? Bis jetzt, sagt Anne immer. Sie hat Angst vor der Abfahrt. Dies hier ist ein cooles Häuschen. Mit mega Aussicht. Wir sind in Cruz de Terreda. Okay, Wüstchenbuden auch da. Alright. Ja, wir sind jetzt hier wieder auf der eigentlichen Strecke. Und jetzt gucken wir, wie lang es noch zum Bike-Stop ist. Hier sieht man die aufgezwungene Umgehungsstrecke, da der direkte Weg nicht passierbar war. Wie würdest du denn jetzt hier gehen? Bei mir werden so viele Wege an. Ja, das sage ich dir gleich. Ich glaube eher da. Ja. Ich glaube, von da werden wir gekommen. Wir müssen jetzt daher, glaube ich. Und dann ging es erstmal einige Höhenmeter runter. Also eins ist schon mal klar, ne? Wer bei Gran Canaria nur an Playa del Ingles denkt, ne? Liegt falsch. Der liegt Schon krass. richtig krass. Das ist irgendwie, finde ich, wie Grand Canyon sieht es aus. Ja, 12% Gefälle. Okay, so, da ist das Schild zum Roque Bentayga. Bin ein bisschen vorgerollt, Anne kommt gleich noch. Wir sind jetzt übrigens im Barranco de Terreda. Also Barranco, das sind Trockentäler, die ins Landesinnere führen. Gibt es mehrere davon, haben alle Namen. Jo, Barranco de Terreda. Meine Bremsen freuen sich, dass es endlich wieder bergauf geht. Ja. Und meine Hände auch. Meine Bremshände. Ist das der Roque Bentayga? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ja, er ist es und man sieht ihn jetzt noch ein paar Mal im Hintergrund. Hi. Die Straße, da geht es jetzt entlang.
auch. Ja, sogar Werbung von Free Motion dran, aber der Bike Stop ist auch zu. Das stimmt uns doch happy. Ja, jetzt hier wollten wir eigentlich einkehren. Wir gucken, was wir jetzt machen. So, wir haben jetzt noch was gefunden, ein paar Meter weiter. Und jetzt stellen wir die Räder hier hin. Gut, jetzt haben wir uns hier was zum Mitnehmen eingekauft. Jetzt gehen wir hier raus. Tische waren nicht mehr frei. Ein paar Meter weiter haben wir diesen super Schattenplatz gefunden. Perfekt. Ja, die Pause war jetzt schnell vorbei. 2 Limonaden und einen Kuchen gab es auch. Anne steht schon in der Sonne. Hier ist kühl. Und hier sind so viele Hunde. Ja. Hier oben waren Hunde. Direkt über uns. So ein kleiner Chihuahua. 2. 2. Einer hat gekläfft. Und der eine hatte nur 2 Zähne, ne? Nur so Eckzähne. Ne? Hätte der uns überhaupt fressen können? Bestimmt. Ein Scheibchen, ne? Okay, der letzte Anstieg, bevor es dann lange runter geht bis nach Haus. Also die Mittagshitze ist jetzt voll da am Anstieg. Der Schweiß läuft. Ja. Noch 5 Kilometer, 254 Höhenmeter. Geil, geil, geil. Es ist steil. Okay, so war es noch nie heute. Die Autos schlängeln sich hier durch. Wir freuen uns mittlerweile auf den Pool. Ja. Da springen wir gleich rein. Da müssen wir erstmal wieder den Berg Obwohl- auch wieder hochfahren. Mario springt rein, Anne macht sich's immer Ich mache es langsam. langsam und schmerzhaft. Looks like it's going down. Wollen wir die Jacke anziehen? Können wir machen? So, Regenjacke an. Es wird kalt. Jetzt stehen wir genau wieder vor der Scheiße, dass diese Straße gesperrt ist. Also eigentlich müssen wir da hoch, aber wir müssen jetzt wohl hier irgendwie runter. Wegen der Umleitung haben wir doch noch mal ein paar Höhenmeter, aber auch hier wieder ganz gut. Das ist die extra Portion Höhenmeter. Ja. Bitte sehr. Ja, danke schön. Ja, wir wären mittlerweile schon ganz daheim und wenn man hier sieht, das ist ein guter Arbeitsnachweis, der Schweiß an Annes Band. I need a swimming pool, Anne. Can you bring me one? Ja, kann man. Schnipsen? Schnips. Ja, mach mal. Schnips? Ja, mach. Ich kann nicht schnipsen. Ach so. Schnips. Ach so, ja gut. Ja, dann Schnips. müssen wir wohl fahren, ne? Der Blick nach hinten lohnt sich auch immer wieder mal. Ja, Belohnung muss sein, Eis oder was zu trinken gibt's hier. Ja. Jo, was ein Tag. Ja, beim Bestellen ist gerade ein bisschen was schief gegangen. Anstatt Eis haben wir jetzt ein eisgekühltes Bier bekommen. Ich habe bestellt. Dann trinke ich jetzt auch mal Alkohol. Das gibt wir jetzt nicht weg. Gut. Also, Ja. zur Feier des Tages. Leider habe ich nämlich Man hat Eis bestellt und Bier bekommen. Ja. Genau, leider wollte ich Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. so eine Art Solero haben und habe Tropical bestellt und dann kam statt Tropical kam jetzt Tropical. Tropical Bier mit Alkohol. Das Eis heißt doch Sumo, oder nicht? Ja, ich habe das irgendwie, das heißt, nee, Tropical ist die Sorte. Fresca und ja, ich darf halt hier in Spanien nichts bestellen. Okay, wir hoffen, wir kommen heil zu Hause an. Die Anfahrt ist geschafft.
Die letzten Meter zum Apartment geht es noch hier krass hoch. Hier sieht man den letzten Anstieg und die sehr lange Abfahrt. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. So. Was gibt's jetzt Geileres, als in den Pool zu springen, ne? Aber erst kurz Dusche. Also man würde da gerne direkt reinspringen, aber Schweiß? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Gut, also so geht ein krasser Tag zu Ende. Wir sind froh, dass wir die Tour gemacht haben, jetzt hier sind und dann sage ich einfach bis morgen. Ne? Ich spring mal rein. Jo. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.